Welcome to this exceptional evening of Yiddish Theatre online. My name is Claire Foll and I'm the director of the Parks Institute for the Study of Jewish Non-Jewish Relations at the University of Southampton. We are a community of scholars, students and archivists who work on Jewish non-Jewish relations. Following the example of Reverend Dr. James Sparks, who fought against anti-Semitism and all kinds of racism during all his life, we attach a lot of importance to outreach work. And this event is part of our outreach program that aims to communicate to the wider community the research of Parks colleagues and students. Tonight's performance draws on the research of our PhD student, Katie Power, and builds on previous events. 2 years ago, we performed extracts of The King of Lampedusa in English at the Yiddish Theatre in Southampton, interlaced with some academic presentations to contextualize the text and also live musical performance of the original score. For the next stage, we were hoping to produce a full performance in Yiddish of the play with music, but the pandemic got in the way. I'm very pleased, though, that we are able tonight to do a rehearsed reading of the beginning of Der King von Lampedusa. And it is thanks to the magic of Helen Beer, my colleague from UCL and emeritus lecturer in Yiddish, and the hard work of the fantastic cast she has brought together. And it was not simple, to say the least, to put this event together only through Zoom rehearsals. But the enthusiasm and goodwill of all the actors compensated for the lack of in-person meetings. So an enormous thank you to Helen and all her former pupils or Yiddish-speaking friends who agreed to embark for this adventure. Many thanks also to Heather Valencia, the author of the English translation of the play, for gracefully giving her permission to use the English and Yiddish version she published and for being with us tonight. We hope that everything will go well and that there won't be major technical problems, but please be patient if it happens. I want also to thank Katie Power, who was the devising force behind the whole project and who has curated, inspired, and organized the events. And she will now introduce the play. Hello, everyone. Thank you for that introduction, Claire. I'm just going to get my PowerPoint up for you all. There you go. So, 1 second, sorry. There we are. So, good evening, everybody. And thank you very much for joining us for this event showcasing the Yiddish play, Der Kenig von Lampedusa, which in English translates to The King of Lampedusa. Tonight we will hear, as Claire said, an excerpt from the first act of the play, and our hope is to offer a glimpse of the significance of the piece and the reason it went on to become the most successful Yiddish production to grace London's Yiddish stage, playing 10 times per week for 7 months. The company played to sold-out audiences, and the show's popularity was even acknowledged and strongly criticised by the Nazi press. The play is unique for this success, and London never again saw a similar rise to acclaim as it saw with this particular play. As Claire has mentioned, as well as hearing the excerpt, we're also going to get to hear some of the original music from the play, in particular from the overture. And I'm very pleased to be able to bring this to you tonight, and would like to extend my thanks to my colleague, Dr. Abby McKee, who actually took the scores that I found in the archive and arranged them for a quartet and has been part of the previous performances. So I'm very grateful to her for allowing us to play some of that this evening. But going back to Yiddish theatre, London was no stranger to Yiddish theatre come the 1940s. In fact, evidence of Yiddish performances can be found in London in the late 1800s, with performances in music halls and taverns common in times before an established venue. It had been created by and for the Jewish immigrants from Eastern Europe who arrived in the East End in the late 19th century, with approximately 100,000 Jews settling in London during this time, and many more stopping briefly in the East End before continuing to North and South America and beyond. Yiddish theatre had a consistent presence in London from this time, although it did not flourish in the same way as what we see in New York, for example, primarily due to the smaller numbers of Yiddish performers relocating to London as opposed to merely passing through. Nonetheless, it supported a variety of venues and performances throughout the late 19th and early 20th century. And finally, a large dedicated Yiddish theatre was opened, the Pavilion Theatre, which you can see on the screen here.
It existed for nearly 3 decades before closing in the mid-1930s due to dwindling audience numbers. But despite this, Yiddish theatre in London could not be held down for long. And in 1936, a theatre company was established at the Grand Palais on Commercial Road in Whitechapel. Now, come 1939 and the outbreak of war, the theatre was the sole permanent Yiddish theatre in London. It remained open through the early days of the war, but closed when bombing became too heavy. When it was able to reopen, the theatre faced many issues. Rationing meant that it was difficult to acquire materials required for sets and costumes, and audiences were cautious about going out in the evening. Even worse, the London Yiddish Theatre had traditionally been reliant on touring companies from overseas, bringing new plays from their repertoire and attracting audiences for guest stints, something which had been stopped with the conflict. London was desperate for original Yiddish plays to be performed to entertain their audiences. And it was at this time that a London-based correspondent, Shmuel Harendorf, became inspired by a news story he encountered. The story goes, on June the 10th, 1941, RAF Flight Sergeant Sidney Cohen was flying back to his base in Malta when he ran short of fuel, forcing him to land on the Italian island of Lampedusa. The inhabitants, having undergone significant bombardment from Allied forces, believed it to be the early stages of a British invasion and surrendered to Cohen. In his words, a crowd of Italians came to meet us and we put our hands up to surrender. But then we saw they were all waving white sheets, shouting, "No, no, we surrender." The whole island was surrendering to us. Cohen was able to get fuel from a commander he encountered and continued his journey on to Malta, where upon hearing the story, his colleagues nicknamed him the King of Lampedusa. While the situation was resolved swiftly, and there are many different versions of this story that you'll find out there, the episode that we hear today was picked up by the press as it offered a rare feel-good story that was used to lift the public's spirits. And they similarly picked up on Cohen's new nickname, the King of Lampedusa. As you can see here, it's just a small selection of headlines that existed at the time to celebrate him. So to understand why this story in particular appealed to Harendorf, we need to look briefly at his origins and history. Now, Harendorf was born in Poland in 1900, and he started his career working on the railway construction, first as part of the First World War, but afterwards as well. But he continued to educate himself and became increasingly interested in politics, eventually becoming a member of the Pole Zion, the Labour Zionist movement. He picked up a career touring alongside Yiddish theatre troupes as a prompter before settling in Prague in the 1930s working in the Yiddish press. When he was forced to flee Prague to London in 1939, he took roles in the Yiddish press, working as a correspondent, which is how he stumbled across the story of Sidney Cohen. In his writings, Harendorf states that he was drawn to the story by his desire to create a Jewish folk comedy with tears which should reflect the longing of the Jews for a Jewish homeland of their own. For Harendorf, this was the most important part of the play. This is evident in his papers and his theatrical memoirs, which documents his short time working as a tour manager, as well as the development of the play. In the memoirs, he describes interviewing the Jews of Whitechapel on their feelings about Sidney Cohen, and he found that they themselves considered the story of Cohen to embody their own fantasies. In an article for the Yiddish periodical Theater Spiegel in 1946, Harendorf says, Sidney Cohen became a symbol of Jewish sorrow. In other words, he became the representation in the fantasy of the Jewish will, the longing and determination to possess a land of their own. But alongside this, Harendorf uses the King of Lampedusa to demonstrate the Jewish participation in the war. You'll find our protagonists with Sam and Lily, who represent Sidney and his sweetheart. They're both either fighting the war. Lily is working on the home front. There's also a sense of Jewish identity. The characters are familiar, as is the Whitechapel setting. And all of this familiarity and topicality made for an exciting piece of theatre. And so after 5 months of writing the play, Harendorf presented the piece to Maya Selnicker, who was working at the Grand Palais Theatre at the time. Staging The King of Lampedusa was an exciting prospect for the company, but original cast member Anna Selnicker, who's the daughter of Maya, recalls the struggles the company had when putting together the production, especially in light of shortages of materials required to construct realistic sets and costumes. Nonetheless, they hired an RAF uniform to ensure accuracy, as well as purchasing 2 flags to adorn the King's throne, one British and the other one a white flag with the Star of David.
The company incurred considerable expenses, and each contributed some of their own clothing coupons to enable them to purchase the materials for costumes, as well as gold paint for the throne and fixtures. Selnicker cites that Lampedusa set shone brilliantly and gave an air of grandeur despite their limited resources. Lampedusa not only fulfilled the desire for a Jewish homeland, but also represented the luxury that many longed for at a time of great difficulty. So with the staging sorted, the company premiered the play on the 31st of December 1943. As I stated at the beginning of the evening, the play was a huge success, playing to sold-out crowds for 7 months with 10 performances per week, including matinees. But this wasn't the case initially. When the play debuted, the reception was lukewarm at best. However, Harendorf would not accept this. He saw the potential of his work. He managed to convince the management of the Grand Palais to stage the play again in January, and asked a friend working for the Daily Express newspaper to review the play on its reopening. The choice of paper is somewhat curious, but I speculate Harendorf was not too wrapped up in this particular specific, and instead he was calling upon a favour owed to him. While little is known about the reviewer Stephen Charing, who's the person who wrote this, it is known that he was not a dedicated theatre reviewer, but he did speak Yiddish, he was Jewish, and he understood the play. And he was familiar with Harendorf through their work in journalism. Charing very much liked what he saw, and he published a large spread praising the play with the headline that you can see here: "All the East End flocks to see the King of Lampedusa." In the review, he states, "Now there are big houses nightly at the Grand Palais. There is plenty of singing. The characters belong wholly to the people from whom they spring. But underlying all the humour lies a Jewish pathos, a yearning of the people hounded and degraded by Hitler for a haven represented by Lampedusa." The paper had a primarily non-Jewish readership, and this huge spread caught their attention, attracted by the exciting feeling nature of going to see something a little bit different, and reassured by the fact that they didn't need to know Yiddish to understand what was going on. And the review helped to spur interest in the play with both the Jewish and non-Jewish audiences, and this can be credited for the boom in popularity that we see. It became so popular, in fact, that bus conductors on Commercial Road, where the Grand Palais was located, would shout, "Next stop Grand Palais," to help those coming to the East End for the first time to actually locate the theatre, which I think really demonstrates the wide reach of the play and highlight how popular it had become. It was also broadcast in translation on BBC Radio, and productions were scheduled globally, although many of these, including one by the Yiddish Arts Theatre in New York, never came to fruition, much to Harendorf's dismay. It also attracted the attention of a film director, although that never materialised due to the director's sudden death, and a subsequent film offer from MGM Studios similarly dissolved as interest waned in the production. Nonetheless, the play did enjoy a very successful regional tour of the UK following its closure, visiting cities such as Leeds and Manchester, where there were considerable Yiddish-speaking communities eager to see London's new smash hit play. The play is a rare example of a Yiddish play in London, set in London and written there, which captivated an audience in this manner. So how do we explain this success? Well, why the King of Lampedusa was incredibly successful. It was not so much because of the artistic content, but for its topicality and relatability combined with the offer of an evening of escapism. While Harendorf battled with contemporaries via the Yiddish press to argue that his play was indeed worthy of great acclaim, he himself acknowledged that the play was one inspired by fantastic content rather than fantastic artistry. He states, "It did not take any great genius to write this play, because the plot itself was such fruitful material for the play, whose content and dialogue sparkled with liveliness and topicality." So the extraordinary success of the play lied within the time in which it appeared, the escapism it offered, and an audience desperate to forget the hardship of the lives they were experiencing. It also represented a departure from the usual content seen on London's Yiddish stage, offering an opportunity for theatregoers to see themselves and their neighbours portrayed on stage rather than those of Eastern Europe and America. It also fostered a sense of identity and community in a difficult time for Jews of London and Europe all across the world. Above all, it fostered hope. So while tonight I've been able to give you just such a brief overview of the origins and history of the play, I continue to research this via the archives of Harendorf and his contemporaries, and I hope to present a bigger version of this talk at our full-scale Yiddish production in spring 2022. However, for now, I want to hand over to Dr. Heather Valencia,
whose work with the text and translation of it inspired my interest and passion for this play, and without whom I would certainly not be here today introducing this wonderful performance. So I thank you all for listening, and I hope you enjoyed the rest of our evening. Thank you very much, Katie. I'm just going to take this off 1 second, sorry. There we go. Thank you very much indeed, Katie, and I think what you're doing is really wonderful. I started studying Yiddish in the 1980s, and as I got to know older Yiddish speakers in Glasgow and London, often the sons and daughters of immigrants, I kept hearing about this amazing Yiddish play they remembered seeing in their youth, The King of Lampedusa. My curiosity was whetted by this, and I began digging. Eventually, with the help of David Mazur, who has an extensive archive of London Yiddish materials, I obtained a blotchy typescript of the play, and I was immediately captivated it, really for all the reasons that Katie has so eloquently depicted just now. London was long regarded as a meagre, very minor centre of Yiddish culture. I think that research by Vivi Lax and others is successfully challenging this idea. And one of the major contributions to that challenge is The King of Lampedusa. When I read part of the play with a group of students at one of the early London Yiddish courses, they were very enthusiastic. And the director, Geraldine Auerbach, got interested. We decided that I should prepare an edition of the play, which she would publish under the aegis of the Jewish Music Institute. Geraldine was also instrumental in another essential part for me of the project. Anna Zelniker, who was the last surviving member of the cast by that time, had a substantial archive of materials relating to the play, but understandably, these were so precious to her that she refused to let them out of her sight for one instant. Geraldine, however, was, and I'm sure she still is, like a force of nature. If she wanted something to happen, it happened. And she persuaded Anna, with great difficulty, to go on an expedition with her to a print shop where all the materials were photocopied for me, with Anna able to make sure that not one scrap of paper went missing in the process. I'll just say a couple of words about translating the play. It was great fun, but contained some headaches as well. I wanted to give the East End characters who speak an earthy, authentic Yiddish a voice which was natural in English, but still kept its Jewish colouring. But I didn't want, on the other hand, to do a kind of pretend Cockney or cartoonish Yiddishy speech. Particularly tricky were the convoluted but colourful idioms mostly used by Sorehinde, such as Ich soll nicht wissen von kein Sein weitig, wie ich verstehe nicht kein Wort, was du hast da gelernt. I shouldn't know of any toothache as much as I don't understand a word of what you read. There are plenty of these in the text. Also, what to do with the exaggeratedly posh English expressions of the all-rightniks, which are sprinkled through the Yiddish text to great comic and ironic effect. How to bring these out in a text in English. And then there was the opposite register, Sam's elevatedly romantic speeches in Act 2, which you won't hear this evening, but hopefully will on a later occasion, expressing his fervent belief in the new Jewish homeland and the new generation that was to build it. How to render these without making him sound insufferably pompous and over the top in English. These were all fascinating conundrums. So if you have a look at the play or are following the translation in the chat box, you can decide to what extent I managed to solve some of these. But enough about that. We're here to celebrate the Yiddish play, the play in Yiddish.
This is the first ever opportunity for all of us, including me, to experience part of the King of Lampedusa coming to life in the original Yiddish. So let's just sit back and enjoy it. Thank you very much. Amol ist gewesen am Meise ist gewesen amol, von einem groß-silbernen Vogel, gebeut von Stoll. In sein Guf und Meuer sind voran Maschinen und einer von die RAF sitzt in drinnen. Dreht ein Rädel, quetscht ein Knäppel und der Vogel hebt auf sein Käppel. Erhebt sich von der Erde, seine Flügel zerspreit und lässt sich in sein Schliches weltenweit. Ein Pilot von der RAF treibt die Maschine on Rachmones. Bis in einer halben Show muss sein in Tunis. In sein Tasch liegt ein versiegelter Brief. Es ist wegen der 8. Armeeoffensiv. Die elektrische Knäppler lässt nicht ruhen. Höher und höher steigt mit seiner Maschine. Schon lange über die Wolken. Es scheint die Sonne, weil was höher ist geringer zu fliehen. Und der Flieh geht on Schumsakones. In einer Viertelstunde ist in Tunis. Aber plötzlich, was ist geschehen? Ein Motor ist geblieben stehen. Und der zweite, kaum was dreht den Propeller. Was tut man? Wo kann ich finden den Fehler? Und von der Herste hoch fällt tief. Größer Gott, was wird sein mit dem Brief? Reißt die Maschine mit seinem ganzen Keuch. Will sie wiederbringen zu ihr Heuer. Zerblutigt schon seine Hände. Und siehst, der Benzin geht schon zu Ende. Noch etliche Minuten kaum und sein Käfer ist der Jam. Sei gesund, Tate, sei gesund, Mame. Azatoit ist mir beschert, Mistame. Ihr sollt noch mir weinen wenig, weil ich starb vor Land Kenig. Doch plötzlich ist ein Nest geschehen und hat Land ersehen. Jo, Land. Es ist nicht kein Chulem. Verrissen die Maschine und gelandet beschollen. Dacht sich, als gesehen hat nicht keiner, aber bald sieht 4 Italiener. Und einer von die 4, ein italienischer Offizier. Tommy, bist du Gefangener in unserer Hand? Hey Soldat, führt ihn zu unser Kommandant. Also hat der Offizier gegebener Befehl, aber unser Held rührt sich nicht von Stell. Sir, Herr ein paar Wörter von mir. Ich bin gekommen, nachher euch alle zu retten, das Leben, und fordere euch auf, ihr sollt sich untergeben. Unsere Aeroplanen wollen schwarz machen die Himmel, unser Feuer da wird euch zertummeln. Unser Kommandant lässt euch wissen, als will nicht kein Blut vergießen. Wollt ihr euch untergeben, ist gut, wir waschen die Hände rein vom Blut. Folgt mich, was ich heiß euch tun, und hängt euch ein weiße vorn. Schickt ein Dokument, als ihr hat euch untergegeben, und ihr alle wird auf der Insel bleiben leben. Was ist weiter geschehen, wird ihr bald da sehen. Sei der Anheb, sei dem Sof, das Spiel hebt an, der Vorhang geht auf.
Kove Godel, ich näher auf und näher ab. Freitag ess ich mir a Lokschensuppe. Ich gewinn dort der Briefträger, so Hinde. Wo hast du gesehen den Briefträger? Schon eine lange Zeit nicht gehabt, kein Brief von unser Sohn Sam. Gott, der Herr weiß, was das meint. Ein Meschugast ist ihm befallen. Fliehen. Nur fliehen hat sich ihm gewollt. Wie viel ich hab sich bei ihm nicht gebeten, Semmele, flieh nicht. Es ist eine Sakone. Und nur ein Pilot hat sich ihm verglust zu wehren. Sorry, Hinde. Sind wann vernehmst du dich mit Strategie? Darfst nicht vergessen, als Heint ist als Milchumme, wenn man darf Piloten euch oben so gut wie unten. Alle Söldner von unser Gessel schreiben heim jede Woche Brief, noch nicht unser Sam. Als Relke der Kremme hat mir heint gesagt, als hat von seinem Sohn, was dient in Middle East, bekommen einen Luftpostbrief. Beileiten seinen Tatenmama gebencht mit allem. Nur mir, Gott soll mich nicht treffen für die Rede, haben nicht das Masel. Weiß ich was? Es ist bei allem Sorges mit den Kindern. Sie meinen, als sie seien die Kluge und mir die Neuronen. Von Dave meinst du es besser? Ganze Tag schleppt sich herum mit der ungarischen Meut, welche ist entlaufen von Deutschland. Und wie nur ein Schilling verspielt ihm in die Pferdlich und Hintlich. Das, was das Mädel ist a Paulette, ist a halbe Zorre. Die ganze Zorre ist, was sie weiß, euch zu sein, nicht kein kleiner Bluffeke. Du kannst das verstehen, sagt sie, als sie ist von Ungarn und entlaufen ist sie gar von Deutschland. Heint ihre Meisters, als ihre Eltern seien gewesen Millionären, gehabt Felder, Wälder, Weingärten. Und von allen Stellen, was man hat ihr vorgelegt, hat sie ausgeklippen zu seiner Dienst bei Isaacl Reitnick. Ich hab aber gewohnt, Daven. Ich hab ihm gewohnt. Los dich ab von der ungarischen Meut, weil sie wird dir den Kopf verdrehen. Nu, hat sich von mir ausgelacht. Willst David versorgen? Getroffen das Ort. Jetzt helft schon nicht kein Musse und wir müssen sagen Amen. Aber Ehre hat man. Und zurückgeschmust. Was ist das Unglück? Als sie ist ein Refugee-Mädel. Was wollten wir getan, wenn Dave verliebt sich, Cholilla, in ein Eukelte? Wie erstege sein Chave Mike? Was hat nicht für uns gedacht? Reingebringt ein irisches Schicksal zu seinen Eltern in Stub. Weiß dir ob die Zunge war so gemeine. Beiß dir ab die Zunge heint und ein ganz Jahr, als es ist a so geschehen. Gemein etwas. Ich weiß, Dave, wollt gekannt Kassner haben mit ein leitisch Mädel von Whitechapel, nehmen Naden und rein in die Business. Dave soll nehmen Norden. Wollt doch dem Norden verspielt vor der Chassene in Hintlich. Dave ist nicht stem. Wir haben gehabt mit ihm Zoris von Kindweisern. Sindig nicht, Zorre Hinde. Guck hinter dir, wirst du sehen größere Zorres. Ot nämlich Moschel, unser Schochen, Mr. Abrams, dach sich aber Covidicke jed, und von deswegen hat nebig aber Jochidl, jedene, hast nicht gekonnt Achtung geben? Weißt doch, als ich bin ein bisschen geschlagen auf die Rehe. Oh, hast du dir eine frische Arbeit beginnen, auf eine ganze Show.
Is therefore mein ich takke, als Davke an eurem Mädel wird von ihm machen leid. Wird müssen arbeiten, gedei zu verdienen auf Parnusse und nicht in Sinnen haben die Vädlich mit die Hindlich. Also is pegeren sollen seire Beine schelloilem. Ich weiß nicht, ob in ein andere Stadt in der ganzen Welt seinen Verein so viel Hint wie in London. Siehst du, Chatzkel, wenn Gott soll zuschicken unser Devila, so Mädel wie Lili, unser Sems Kalle, wird sie gemacht von ihm leid. Ach, hast mich der Mond in Lilien. Sie ist nebig ois Mensch, weil Sam schreibt nicht. Reden redt sie nicht, aber man kann es sehen auf ihr Ponym, als sie leid nebig. Sie ist ein Rechtel zu die Zores. Nicht genug, was sie hat auszustehen von ihrer Eltern, die Aristokraten von Goldes Green, weil sie hat sich verliebt in unser Semmele. Tut besser und schreibt nicht. Herr Schatzkel, ich hab no meure als ihre Eltern, wollen sie zwingen, sie soll sich absogen von Semmeln und Hassen haben mit einem von sehr hohen Fenster. Sag nicht, sorry, Hinde. Lili wird keinmal nicht sprechen ihr Wort, was sie hat gegeben uns zusammen. Hallewei von dein Mäuel in Gottes Euren herein. Wir gratulieren, Mazel tov. Man soll Herr Besorens beiden. Was ist geschehen? Sei noch ein Angeläuf in Gessel. Efter hat die Milchhamme sich gehändigt. Mazel tov, Mr. und Mrs. Kagan. Was für ein Maseltov jeden. Euer Sohn ist geworden ein König. Lasst jeden arbeiten, als Sache-Verleidigkeit. Ja, die Zeitungen haben herausgegeben extra Blätter, als euer Sohn Sam ist geworden König von Lampedusa. Weg vom Fenster, weil ich will rufen Polizei, will ich. Ja, Mr. Kagan, euer Sohn ist geworden König. Tati, Mami, Sam ist geworden ein Kenig. Wisst ihr, Cholem zu meiner Sodims Cap. Oh, Devele, seh nur, wie du siehst aus. Oh, ja, Herr Hitz. Efter rufen einen Doktor. Oder absprechen ein gut Zeug. Mami, ich darf nicht kein Doktor, ich hab nicht kein Gutteug. Sam ist geworden ein Kenig. Hat hört, was die Zeitungen schreiben. Der Pilot Sam Kagan, ein Sohn von dem jüdischen Schneider in Whitechapel, ist von seinen Fliegerkollegen gekrönt geworden als König von der Insel Lampedusa. Weil der italienische Garnison hat für ihn kapituliert und erschossen. Sam Kagan hat gemusst machen eine Notlandung auf der Insel, weil es hat ihm ausgefällt, Benzin weiterzufliehen. Aber anstatt man soll ihn nehmen gefangen, hat Gott zugeredet, die Italiener, sie sollen sich untergeben zu ihm. Sam Kagan hat verlangt von italienischen Kommandant eine schriftliche Bestätigung, als der Garnison kapituliert und nämlich bei die Italiener Benzin für sein weiterdickes Hier, ist mit dem historischen Dokument abgeflogen zum Hauptquartier von die Elite Kolches. Also der Robert die Insel Lampedusa. Nu, was sagt ihr jetzt? Ich soll so nicht wissen von kein Zweinrätig. Wie ich verstehe nicht kein Wort, was du hast so gelernt. Jetzt weiß ich bei Emmes nicht, auf was für eine Welt ich bin. Nein, ich glaub nicht kein Wort. Tati, ich soll so der Leben reinzuschießen, dem Haupttreffer bei die Hinterlech, wie Sam ist geworden ein König. Ich mich aus, Blofferl, was ich will dir sagen. Ich kenn dich nicht von Heint mit deiner ganevischen Gänglich.
Du willst aber ausnarren etliche Schilling beim Taten auf deine Hintlich. Darüber hast du angestellt die ganze Gassene. Ha! Was sagst du, sorry Hinde? Sollen wir beide so gesund sein, wie dasselbe hab ich getracht. Hallo, Mr. und Mrs. Kagan, a gute Besuche. Sam ist geworden ein Kenig. Der Kenig von Lampedusa. Schmeies, raue Lilitschke, zukünftige Schnorrmeine. Du bist euch gekommen, Häuser machen von uns? Gott ist mit euch, was redet ihr? Ich will sich erlauben, Häuser zu machen von Sams Eltern. Aber seht die Zeitungen, was seien voll mit die größten Neues. Umetum ist sein Bild, ganz London redet von der Sensatie. Doch was sollt ihr nicht glauben? Nu, das ist sehr schön, also ich hab dich nicht geblufft, Lilly. Ich hab mir schon die Lungen ausgeredet, sie wollen mir nicht glauben. Keine Sache ist nicht geringer zu glauben wie dir. Gorposchet, Sam hat der Robert die Insel Lampedusa und ist der Held von Tag. Ach, wie glücklich bin ich! Wie wollte ich gewollt teilen mein Freude mit meinem jüdischen Held? Wochen schon, wie ich hab von ihm nicht gehört. Schwarze Gedanken haben sich reingegangen in mein Meuch und plötzlich als ein lebendiger Gruß. Sam ist geworden ein Kenig, ihr hört ein Kenig. Herzko, wo stehst du? Tu etwas. Für was tanzt du nicht? Unser Kind ist doch geworden Melech. Rabbeine Shalom, das Glück soll uns noch nicht verstärkt werden. Heißt das? Es ist Tage MS. Mein Sohn ist geworden ein Melech. Sorry, Hinde, was stehst du? Zu etwas. Jetzt hab ich die Schneiderei entdreht. Herzko, was plonterst du dich zwischen die Fies? Geh, tu dich über in Schabbesdicken Begget, ein fairer Mensch. Der lebt als ein Naches, als ein Glück. Aber jetzt, Lilly, wollen deine aristokratische Eltern von Goldes Green schön Masken sein zum Schiddach, ha? Ein Kenig wird sich schön anstehen für ein Eden. Ein Kenig ist fort nicht dasselbe wie ein Schneider, alle tut nicht in Whitechapel. Sorry, Hinde, bist du noch da? Wo denn soll ich sein? Sorry, Hinde, geh und mach rein, etwas einkaufen und grad zu am Mittag, als ganz Whitechapel soll zittern. Dort läuf ich schon. Lilitschka, ich geh nur neben dem Schal und du wirst da so gut sein, mitgehen mit mir, einkaufen. Nu, Lilitschke, was sagst du zu dem Glück? Es ist unser allemens Glück, aber ich bin die glücklichste zwischen euch. Ihr seht, Mr. Kagan, mir, das Jungwag, haben uns stark zu glauben in Gott. Take nur eine göttliche Hand hat das alles geführt. Wie viel Kampf ich hab gemusst führen mit meinen Eltern, als sie sollen mich losen gehen mit mein Sam. Und bis heint haben sie mir nicht gewollt, geben sie erbrochen. Und plötzlich als eine Veränderung zum Guten. Nicht koscher, Lilitschke. Isaac Allreitnig wird von mir haben Kalts und Warms. Ich will nehmen kommen für deine Tränen und für alle Zorrs, was sie haben uns angetan. Nein, ich bete euch, tut das nicht. Sie seien doch meine Eltern. Ach, du gut Kinderle, was du bist. Meinst auf ein Emmes ne komme. Mir steins gesagt, jiddische ne komme. Na dir schmeckt Tabak für jiddische ne komme. Ich hab es nur gesagt, aber anders gemeint. Lilly, welche hat dir gar nicht befallen zu mir? Ja, Teirinke, ich hab einen feinen Gruß von dir. Wenn du so's gewesen mein Bruder, wollte ich dir die Augen ausgetrappelt. Fäh.
Man handelt nicht so gegen ein Mädel, überhaupt gegen einen armen Refugee, was ist entlaufen von ihr Heim und ohne jeder Hilfe. Und bis sie der lebt abzusparen ein paar Schilling, arbeitet sie schwer und bitter. Und du hast das Herz, als ein blutig Geld zu verspielen? Aha, David hat schon wieder etwas ausgenannt bei dem Mädel MS. Gar nicht, Mr. Kagan. Was, hat schon wieder abgearbeitet für ein Stickel? Nicht wert zu reden. Kommt, Mrs. Kagan. Ich gehe mit euch einkaufen. Gesund und stark sollst du sein. Nu, komm. Oi, es soll uns noch nicht versterbt werden. Oi, Gott in you. Ich danke dir für dem großen Glück, was du hast mir gegeben. Sag no, Tachschick meiner, was hast du schon wieder angearbeitet für eine Zorre mit dein Chotzekalle? Was frag ich noch? Ich weiß denn nicht, ausgenannt bei ihr Geld und verspielt in die Hintlich, als euch Pägern sollen sein. Tate, ich bitte dich, schalt nicht die Hinterlech. Nein, Benchen will ich sei. Sag no, Stickelzirrung meins. Für was narrst du euch beim armen Mädel die etliche Schilling und verspielt sei in die Fädlich und Hintlich? Kennst dir nicht ausbogen bei deiner teure Gewehremlich? Meine Gewehr im Wesen, als wenn man bog beim Spielen, mag man sagen Kaddisch, noch ein Geld. Kaddisch? Ihr sollt also sagen Kaddisch noch Tata Mama über 100 Jahre, wie ihr sagt noch die Hintlich. Ich will mir nicht verstehen dem heintigen, glücklichen Tag. Heint ist bei unser größter Simche, mein Sohn. Mein Sohn ist gewordener König von, wieso sagst du, heißt das Land von Samuels Königreich? Lampeduse. Ein schwerer Namen. Wie von der Hafteure rausgenommen? Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Catskill! Dave! Mazel tov! Mit Mazel sollst du leben, im Mirz Hashem bei deinen Kindern. Was heißt bei meinen Kindern? Du meinst, als Länder wandern sich herum in die Gassen? Es soll dich, mir nicht, dir nicht, wenn man heutige Zeiten erkennt? Itchimaya, Freund meiner, du kennst doch mich nicht von Heint. Was ist sich da zu schämen? Ich bin ein poschiter Mensch, einmal gegangen in Cheder rein, gelernt a Parsha Chumash mit Rashi, kenn Baruch Hashem lehnen a Yiddish Blatt, ois ist gepintelt mit Pintlich, aber die Meise mit mein Sam kriegt mir nicht in den Kopf rein. Gott nehm und der Haargesicht, als ich kein Fort nicht verstehen dem ganzen Indien. Sag mir nur, Itchimaya, ich bitte dich, wo liegt die Dosike Medina, das Lampeduse. Ja, aber wo liegt das Malchus? Setz dich nieder. Ich will euch sprechen von dir die Mappe, was ich frage, außer einmal bei mir. Und ich will es weisen, schwarz auf weiß. Oh, siehst du, Leute, die Mappe liegt das Lampedusa in Mediterranean. Und wo liegt das Lamptidereinem?
Und will ich dir erklären, wie Apostel Rashi. Lampedusa ist eine Insel, was gehört zu Italien und liegt auf dem Jam zwischen Tunis und Sicily. Und wo liegen die beiden Meluches? Von Malta und Gibraltar hast du gehört? Yiddish ein bisschen. Wer hat es nicht gehört von Gidalti Varoimamti? Ist auf dem Weg von Gibraltar, es nennt fort kein Erz Israel über Tunis, liegt dort irgendwo das Lampedusa. Wart wart. Und wo liegt das erste Tunis? Da liegt es. Itchimaya, sag mir, ich bitte dich, gefindt sich nicht die Insel in Shir Hashirim? Gedenkst du, wenn wir haben gelernt in Cheder, Lesusoisi, Berachwei, Faro? Nicht Lesusoisi, nur Lampedusa. Sagst du mir, Itchimaya, etwas a größer Medina das Lesusoisi? Lampeduse, Tate. Scha, besser mich nicht aus. Ich weiß schon. Oh, nimm Devila das Bechel. Da ist alles verschrieben. Adarabe, gefinn euch die Porten wegen der Medina. Die Insel Lampedusa is a mile and a half die Länge. Wie viel sagst du? 1,5 Meilen die Länge? Nicht möglich. Es muss sein größer. Es muss, was ist seine Druckfälle? Es darf heißen 1.000.000 Meilen die Länge. Was denn? Es ist sicher ein Druckfälle. Lehn weiter und lass nicht aus die Ringlich. Die Insel ist 1 Mile die breit. Sag no, was lehnen wie ein Mensch. Was machst du dich zum Narr? Lehn. Was bin ich schuldig als diese Druckfälle? Es darf sicher sein 1.000.000 Meilen die breit. Was denn? Als mein Sohn wird nehmen ein Land, wird dann nehmen ein Pizzele Ländele, a Wade wird nehmen ein Großland. Das Klimat ist sehr heiß. Es wird sein sehr gut, Vater, Mamas Rheumatism. Es wachsen dort Peres ein ganzes Jahr. Teiglen, Boxeren, Feigen, Maranzen. Du hörst, Itchemeier, es wächst dort der ganze Chamische Asar. Die Bevölkerung in Lampedusa ist sehr freundlich zu Jeden. Was denn? Mein Sohn wird nehmen ein Land mit Antisemiten? Wie viel Jeden ist dort voran? Jeden, kein einziger nicht. Der Pfarrersmann in Lampedusa ist so freundlich zu jedem. Etwas ist mir nicht klar, der ganze Indien. Herrst Chatzkel, was ich will dir sagen, es mein diplomatischer Kopf kann das euch nicht verstehen. Warum es fragt sich zwei Kasches mit dem Mol. Meine Sheikh, ist die Messina groß 1 Million Meilen? So wieso ist das möglich, als dein Sammler soll sie einer allein einnehmen? Elle ist sie groß wie eine tolle Mutter und ein kleines Sidro ist Marisch. Muss ich sagen, als die Meise ist ein Bluff, von Anhieb bis ins Sof. Azoi, a Bluff. Was ist? Hast etwas reingelegt in dem Esek, Itchemeier? Mr. Itchemeier, ob die Meise gefällt euch nicht, doch geht euch Gesundheit und hat mir einen guten Schlittwegs. Scha, koch sich nicht, guter Spieler, meine. Die Meise gefällt mir ja, Adarabe.
Nach 2000 Jahren finster und Gold sollen die Jiden haben eine eigene Meluche mit der jiddischen kenig. Nur laut mein diplomatischen Seichel ist das als nicht gesteugen, nicht geflogen. Es ist ein Scherker, Kelei Olam Chazdo. Genug, sollen schon deine Sonne retten. Und das ist ein Diplomat, mit Steins gesagt. Ich kann dir nur sagen eins. Ich will sagen, mein Sohns Konsul, als soll dir nicht geben kein Visa in mein Sohns Medina rein, ob sie gefällt dir nicht. Guten Morgen, Mr. Kagan. Ich gratuliere Euer Königliche Majestät. Dank dir, Bezike. Wer ist die Psula? Das ist mein Zuschepenisch, Bezike. Und das ist Mr. Itchemeyer. Das sind ihr der Itchemeyer? Dave hat mir erzählt von euch, als ihr seid ein Diplomat von den größten Diplomaten in Whitechapel. Herr Schatzkel, wie man redet von mein Diplomatie. Jo, es trefft aber mit euer diplomatischen Nervös, wie ich treff auf die Pferdeleck und Hinterleck. Glaub mir, Dave, als größere Diplomaten von mir, was bekommen tausende Gehalt, haben weniger getroffen von mir. Punkt verkehrt. Sie haben ungearbeitet, als Achorben auf der Welt, als man hat von sie zu singen und zu sorgen. Bezike, was machen deine Balabatim, die Aristokraten von Golders Green? Oi, sie kriegen sich sind Frühmorgen. Sagt, dass sie soll gehen euch überbeten, wo sie hat nicht zugelassen zum Schiddich mit euer Sam. Und sie sagt, dass soll gehen euch überbeten, weil hat nicht zugelassen. Derweil lassen sie aus dem Gas zu die Gläser und Teller. Es halt schon so weit, als die Allreimitze hat mich geschickt auf den Beutemaruf, gewei abzunehmen das peisachliche Gefäß. Die Psula gefällt mir. Von wann bist du? Von Ketschkemet in Ungarn. Mein Tate ist gewinn reich, hat vermogt Felder, Wälder und Weingärtner. Ich habe gekannt, hassen haben mit der Graf, a Lord oder a Maharaja, wenn ich so mich schmarrn. Aber ich habe besser gewollt. Klassen auch haben mit Herzgelettet nix an. Fein, sehr fein. Nu, Chatzkel, ich muss schon gehen. Von deswegen bleiben wir Freund wie gewinn. Und dem Iker sollst du nicht vergessen. Etwas a passenden Job für meinetwegen in dein Sohns Meluche. Mr. Itchemeyer, es soll euch nicht kommen auf Gedanken, der Posten von Finanzminister in mein Bruders Meluche. Der Posten ist von mir. Halt in Gesundheit. Mein Spezialität ist Diplomatie. Du verstehst? No, hat mir guten Tag. Hey, Gesundheit. Ich will schon sehen, was ich kann tun für dir. Jetzt, Devele, will ich reden mit dir ein Ernstwort. Oh, dein Ernstwort kenn ich schon. Dein Vater hat gehabt, Felder, Weingärtner. Aber trotzdem, was willst du mir sagen? Devele, wir ein leitischer Bocher und los ab von den narrischen Sachen. Was wird sein der Tachlis? Hast du bei mir Nächten genommen 2 Pfund und sie wieder verspielt in die Hindlach? Wer hat dir das erzählt, als ich hab das Geld verspielt in die Hinterlech? Azar Bilbel. Deines 2 Pfund hab ich verspielt in Korten. Weis mir, du spielst im Korten euch?
Nicht bei Tag, Cholile. Bloß bei Nacht. Wenn es Leben nicht kein Hinterleg, spiele ich in Karten. Ich sehe schon, zu wem ich bin reingefallen. Jetzt aber, sag mir, wirst mit mir Chassene haben? Gewiss will ich, Beschike. Hast schon vergessen, wie oft ich hab dir geschworen, Liebe? Gedenkst du, wenn wir sind gestanden bei der Themse? Die Qualiers haben sich getrogen und die Lichter von den Schiffen haben getanzt. Außerdem ist es still. Bloß von Zeit zu Zeit hat die Untergrundbahn ein Druck gestürmt die Brick über unsere Cap. Und ich hab dir geschäptet in euer Rhein. Darling, ich lieb dich. Yes, yes. Wenn du willst bei mir äußern nettliche Schilling, führst du mich zu der Themse. Ob du meinst auf ein MS mit mir, musst du schwören. Also du wirst mehr nicht gehen zu die Spielplätze und mehr nicht spielen in Hindlach und Verdlach. Und in Kotten? Nein, kennst Spiel nicht. Sei mir Michael Beschike, aber das ist für mich zu schwer Ultimatum. Du kannst bei mir als Polen nur verlang nicht das größten Korben. Is ois die Chassene. Stress nicht die Gänse auf dem Boden. Euch mehr sag heinzige Zeiten a Kalle, wenn alle Buchurim sind auf dem Mechome. Ha, hast mir Tage der Mund. Für was bist du nicht in der Armee? Was? Du teuchst nicht? Soll ich mir schon haben ein Jahr-Werkzeug, ja. Bei der Stellungsgemäße habe ich bekommen den besten Zertifikat. Aber ich bin geworden befreit von der Armee, weil ich tue wichtige Milchome-Arbeit. Verrichten alte Häusen und legen Lattes ist bei dir eine wichtige Milchome-Arbeit? Du fragst echt? Kann man denn auskommen mit den 6 Kuponen, was man bekommt auf Kleider? No. Muss man nicht über den Alter bekommen? Ei, was weißt du? Jo, sag mir nur, Pritze Tyrinke. Mehr sagst du Musse. Und für was tust du nicht kein Milchome-Arbeit? Glaub mir, Devele, als zu sein ein Dienst bei der Mrs. Alreinik ist viel ärger wie von Milchome-Front. Bist euch gerecht. Nu, Devele, wann stellen wir die Gruppe? Du hast schon bei der Gruppe und mir haben noch nicht zusammengeschrieben. Bei uns in Ketschkemet fravet man dich neuem mit der Chassene zusammen. In Whitechapel ist anders. Da ist der Neuem, a Chassene, Hinterleg, a Get. Und ot, Kinder, bin ich wieder mit euch. Otte, so, Tate. Siehst du aus wie ein Mensch? Kinder, hat es sich getan in Mark, es ist gar nicht euch zu sagen. Kind und Kate ist uns noch gelaufen und geschrien, Mazeltov, Mazeltov. Euch soll gar nicht verstärkt werden. Prinzessin Königin hat man uns noch geschrien. Ich will euch sagen dem MS, als ich hab mich proschet geschämt, durchzugehen die Gas. Beschike, gut, was du bist da. Komm rein in die Kirche. Wirst du mir zuhelfen, zuzugreifen, die Sude? Was wird sagen deine Mame, Lili? Hab nicht kein Meure. Heint wird sie gar nicht sagen. Nu, kommt kinderlich. Oh, ich Gott in you, es soll mir noch nicht verstärkt werden. Tate, ist die solche Schneiderei? Maske, Ois und meine. Wenn du sollst wissen, wie deine Tate, Mama haben sich geplogt, euch zu erziehen von Menschen,
Für sich allein haben wir gar nicht gewollt, gar nicht bedarf, nur für euch. Wir haben ständig Gott gebeten für gesund und Parnasse und glaub mir, als Parnasse hat Baruch Hashem ständig ausgefällt. Nu, hat Gott abgetan Herzgeläutert auf Türkisch und gemacht sein Sohn für ein Kenig. Jetzt sind wir reich. Reicher wie die Rothschilds. Was ist die mit sehr mit die Rothschilds? Haben sie 1 Million mehr von mir? Baby, oi weiß, ist mir gut. Die Oreitniks von Goldes Green sind da. Lilly! Deine Eltern sind gekommen. Hallo, Mr. Kagan. Wir gratulieren. Hello, everybody. Hello. Oh, guest. Sitzt, please, sitzt. I thank you very much. Wir haben nicht keine Zeit zu sitzen. Ihr weißt, Business, Business. Aber gehört wegen euer Sohn. Sind wir gekommen gratulieren. Ist doch, schreibe die Papers, an excellent boy. Und lasst mir euch sagen, he is an excellent und clever boy. Dank. Oh, guest. Scotzel kommt. Hello, Mrs. Kagan. Gratulatie. Schönen Dank euch. Hello, Mrs. Kagan. Mr. Kagan, der Gang bei der Elite, ich meine zu sagen, als die höheren Kreisen von der Gesellschaft, die als so gerufene Aristokratie. Please, ohne Formalitäten. Mr. und Mrs. Kagan sind doch unsere Mechotonim bis 120 Jahre. Gewiss, Mechotonim. Wie denn? Ist Taka der Fall, will ich euch machen a wonderful proposition. Der Heine? Le Moschel? Ich will, als ihr sollt euch reinziehen in einem von meiner Häuser, in Goldes Green. Dort, wo es wohnen die Aristokratie. Wie ihr versteht? Es passt nicht. Es ist meine Machatonim und die Älteren von a kenig sollen wohnen in einem Kellerstück in Whitechapel. Wir wollen euch abgeben ein Haus mit einer festgemäuerten Zementschelle, was kann euch halten ein direkt Hit von der Bombe. Nicht in kein Jiddisch Haus gedacht. Hörst, sorry, Hinder, a shelter, was kann euch halten a direct hit? Was denn, ich Herr nicht? A Zement-Shelter nicht nur sicher für ein Direct Hit, nur euch mit Schlafbequemlichkeiten. Wieder vergesst nicht, als Goldes Green ist der nobelste Distrikt in London. Entschuldigt, Mr. und Mrs. Unallreitnik. Der Distrikt Edgware ist mehr prominent wie Goldes Green. Please, junger Mann, macht nicht keine Mistake. Goldes Green ist noch als der High-Class-Distrikt in London. Dort wohnen die bessere und reichere Menschen. Nicht du kein Kapzen in unserer Gegend. Oh, Lilly, wisst euch da sehr fein. Beschike, was tust du da? Beschike und ich sind gekommen gratulieren meine zukünftige Schwiegereltern. Übrigens, Beschike kann man schon zurechnen zu unserer Familie, weil sie wird bald Chasene haben mit mein Schwager Dave. Meine Tochter wird sein die Schwägerin von mein Dienstmäud? Oi, Chalesch! Weiß mir, lasst euch nicht ab. Berkele, hör euch zu chalischen.
Hast Zeit zu chalischen in der Heim? Sie ist nicht gechallischt. Oh, gefunfert. Ja, schweig. Nu, schon besser? Ich weiß nicht, was sie sich dazu schämen mit einem Arbeitermädel. Du weißt doch, Tochter, als ich bin ein progressiver Mensch. Und ich halte sehr von Arbeiterklasse. Ich behandle sie vorteilhaft und sie halten von mir Stahl und Eisen. And believe you me, als kein Arbeiter hat sich auf mir nicht beklagt und mir noch kein schlechtes Wort nicht gesagt. Nicht Alice Bescheke? Hat denn Zeit, sich zu beklagen? Jede Woche täuscht die Arbeiter. Tate, da ist nicht das Ort zu lesen, das Arbeiterproblem. Ich mein, als dein Kommen ist gewesen wegen einem ganz anderen Zweck. Jetzt handelt es sich wegen der Zukunft von dein Kind. Es ist nicht kein Sorgfall, Mr. und Mrs. Kagan, als ihr seid ständig gewesen gegen dem Schiddich zwischen mir und seiner Sohn Sam. Ihr habt stolziert gegen sie mit euer Geld. Nu, seht ihr doch, als Gott hat sie jetzt geholfen und seiner Sohn ist geworden ein Kenig. Es ist nicht mehr wie recht, als sie sollen nicht wählen dem Schiddich. Der Vater mir nicht, liebe Eltern, als ihr sollt tun als das Mögliche, die Mr. und Mrs. Kagan sollen bestehen und uns geben sehr Brüche. Als Jahr soll sie haben, wie klug sie ist, soll mir noch nicht verstärkt werden. A Kleinigkeit, ihr Chochme. Und Tage der Fall sind mir gekommen. Avada azoi, obschmussen dem Zaman chassene. Mechuteniste, was sagt ihr? Was soll sagen eine narrische Mama? Es soll sein mit Masel und Broche. Und es soll mir noch nicht verstärkt werden. Gott nu. Schau, nicht gehabt. Lass mich gehen, Leute, Seide und mit der Kasseide. Koidem Kol, kommt da rein ins zweiten Trede, wollen wir dort abhalten, eine Beratung, alle in einem. Wir wollen sich herabreden von Herzen. Man wird abwickeln das Klätzele vor dem Business-Sof. Oh, Tag, Heinz, der Kopf geht auf Räder. Hallo, ich heiße Makuku und ich bin ein Reporter für eine Neuesagentur Seitenblues. Sie könnten mir öfter geben Einzelheiten wegen Mr. Sam Kagan? Ihr meint dem Kenig von Lampedusa? Ich bin sein Bruder. Please, was verlangt ihr zu wissen? Ja. Was für ein Landslad sind wir? Das Irgendein von der britischen Molukker. Und von wann sind eure Eltern? Mein Vater ist von Polen. Von welcher Stadt? Von Pinchev. Und wie alt ist euer Vater? Bis 120 Jahre. 120 Jahre. Interessant. Ihr Vater ist ein Schneider? Nein, natürlich. Ich bitte euch, Mr. Reporter, macht es bekitzer und hack nicht kein Scheinig. Noch eine wichtige Frage. Wie alt ist gewesen euer Bruder, wenn es hat ihm angeholfen zu wachsen, das erste Backzindele? Ich muss fragen meine Mama. Mami! Ein Reporter will wissen, wie alt ist gewesen Sam, wenn es hat ihm angeholfen zu wachsen, das erste Backzindele. 6 Chadoshim mit 7 Tag. 6 Chadoshim mit 7 Tagen. Ein Wunderkind.
Sensatie. Ja, noch eine Frage. Ja. Ben hat ein Bruder als Kind angehäuben, sie kriechen auf alle vier? Ich muss fragen meine Mama. Mami! Wen hat Sam angehäuben zu kriegen auf alle vier? Fin Versäge, noch mittig. Jetzt, Mr. Reporter, will ich euch etwas bitten. Sie könnt ihr mir nicht geben einen Tipp für den morgendicken Derby. Die letzte Hiroshima geht es mehr mit der Putter herab. Ich halte ihn ein verlieren. Ich stelle Cassader auf den linken Fädel. Ihr wollt einen Tipp. Ich will auch geben einen guten Tipp in der Mann. Stoppen. Stoppen. Spielt nicht, wird ihr ständig gewinnen. Ihr hört? Stoppen. Welches Fädel läuft Hand? Jabadabada, jabadabada. Heißt es, als die Chassene von unseren Kindern wird im Jetzach schon vorkommen, wenn ein Semmele wird bestimmen? Soll sein mit Masel, soll mir noch nicht versterbt werden. Ich hab bald gesagt zu meinem Mann, was ist, sie wollen sich bräkeln und nicht wollen dem Schiddich? Der legt noch a Tausender, als a Kapsen, der seht dem Spitz von Geld, redt ganz anders. Mechutein ist der Leben. Mein Semmele könnt ihr nicht kaufen für keine Millionen. Außerdem, Geld ist nicht alt, nicht alt. Weiß ich was, mein Weib soll leben, macht Spaß. Ein Jahr Bäckele? Nu, komm Lilly. Ich bleib noch da. Alright. Beschike, sei Meuchel, ob ich hab dich früher beleidigt. Äfscher, willst du mitfahren mit uns in unser neuem Automobil? Beschike bleibt euch noch mit uns. Wie du willst, Beschike. Nu, goodbye. Goodbye, Mechotten. Vergesst nicht, a gemäuerte Schelte. Mit a direct hit. Und mit Schlafbequemlichkeiten. Nu, goodbye. Jetzt bin ich die glücklichste Kalle in der Welt. Oh, es soll mir noch nicht versterbt werden. Gott nu.